Leute, willkommen. Wir haben heute das Thema Umsetzen drauf. Wir haben schon einige Themen durch. Ich sehe heute 2 neue Gesichter. Freue mich auch, euch hier zu begrüßen und einmal zu sehen, was wir beim Umsetzen heute auf die Reihe kriegen. Ja, Johannes kenne ich natürlich schon, Thomas kenne ich auch schon, Dori auch schon. Wir haben heute Koray noch dabei und Felix. Und da freue ich mich schon mal, dass wir dann heute ins Umsetzen reingehen. Als Teilübung natürlich vom klassischen Stoßen im Gewichtheben. Und erwärmt seid ihr schon. Das ist klasse und eine gute Voraussetzung, sodass sich jeder auf jeden Fall jetzt schon mal eine Hantel schnappen kann, dass wir hier im Bereich dann anfangen können, in den Umsatz zu gehen. Let's go! Jeder nur eine. Alles klar. Wichtig ist natürlich erstmal beim Umsetzen Griffbreite. Wer hat eine Vorstellung, welche Griffbreite wir da nehmen? Johannes hat auf jeden Fall eine Idee. Ich hätte da eine Idee. Ich würde also eine Schulterbreite, beziehungsweise etwas breiter als Schulterbreite, würde ich vorschlagen. Warum etwas breiter? Weil wir die theoretisch schöner herumsetzen müssten und dann quasi in die Frontkniebeuge gingen. Viel besser könnte ich es auch nicht erklären. Wichtig ist natürlich, dass wir hier uns nachher die Finger nicht einklemmen. Deshalb natürlich auch ein bisschen breiter als die Schulterbreite. Trotzdem immer dran denken, es ist auch eine individuelle Geschichte. Das heißt, ich kann auch beim Umsetzen später noch umgreifen. Das gibt es auch einige Spezialisten. Sodass wir aber erstmal davon ausgehen, dass wir ein bisschen über Schulterbreite sind, damit die Hantel, die nachher hier auf die Schultern und aufs Schlüsselbein transportiert werden soll, natürlich dort auch hinpasst und wir uns hier nicht die Finger einklemmen. Und uns dann irgendwie fragen, okay, ich kriege die Ellbogen gar nicht mehr weg oder sonst was irgendwie. Ja? Okay. Und auch für die Beweglichkeit der Ellbogen ist es auch ein bisschen besser, wenn wir einfach an dieser Breite dann die Hantel anfassen. Ja? Okay. Jeder sucht sich mal einen Platz hier in der Reihe. Wir haben heute Umsetzen hier beim Workshop auf dem Plan. Ich möchte den Leuten einfach diese Übung ein bisschen näher bringen. Sie ist natürlich sehr klassik angelehnt an das olympische Gewichtheben. Es ist ein Teil des normalen Stoßens, was für uns die Klassik darstellt, von Reißen und Stoßen. Es ist eben der Teilbereich des Umsetzens und wir haben dort heute auf jeden Fall eine ganze Menge zu tun. Es gibt dort einiges zu beachten, dass zum Beispiel die Hüftstreckung stimmt, dass wir nah genug am Körper arbeiten, die Hantel nicht zu weit weggeht, keine zusätzlichen Bewegungen aufmachen und einfach eine vernünftige Dynamik reinbringen. Und die ganz große Herausforderung ist es sicher heute auch noch, einen Umsatz in der Tiefhocke hinzubekommen, weil im Stand kriegen das viele hin oder vielleicht sogar im Ausfallschritt, was eine alte Methode ist, die durchaus bei Leuten, die überhaupt keine Erfahrung mit dem Umsetzen haben, dazu neigen, auch im Ausfall umzusetzen. Das ist immer ganz interessant, das zu beobachten. Aber die Tiefhocke, also den König des Umsetzens, das wäre schon ganz schön, wenn wir da heute uns ein bisschen annähern an dieses Thema. Umsetzen ist eine Übung, die ja eigentlich aus dem Gewichtheben kommt und mehrere Phasen beinhaltet, unter anderem auch das Kreuzheben, welches im Powerlifting genutzt wird. Und ich denke, diese Übung ist halt auch übertragbar auf diverse andere Sportarten und macht dich in der jeweiligen Sportart besser, explosiver, schneller, kannst höher springen. Also bietet unheimlich viele Vorteile in der athletischen Performance sozusagen. Jeder wie er möchte. Ich persönlich hebe natürlich mit Heberschuhen, aber das ist einfach schon seit über 30 Jahren so, dass ich da hebe und natürlich da nicht wegkomme. Ich kann auch ohne Schuhe, aber das fühlt sich einfach nicht so gut an und da ist die Stabilität natürlich für mich nicht so gut. Ich persönlich greife hier vom Blanken eine Daumenlänge bis hierhin und da jeder größer ist als ich, gehe ich davon aus, dass jeder ein bisschen breiter fest als ich. Ja? Also wenn einer schmaler fest, dann hat er irgendwie ein Problem auf jeden Fall nachher auch mit der Beweglichkeit. Wir wollen jetzt erstmal die ganze Geschichte so anfangen, dass wir praktisch den Umsatz nochmal in seine Einzelteile zergliedern. Das heißt, wir haben den ersten Zug, der bis hier geht, dann haben wir die Kniepassage und dann kommt der zweite Zug ab Mitte des Knies. Die ganze Geschichte ist eine gleichmäßig beschleunigte, wenn wir unten anfangen. Nach der Kniepassage wird es nochmal einen Ticken schneller. Also da dann nicht gleichmäßig beschleunigen. Wichtig ist, dass wir, wenn wir hier unten, ihr seht auch schon, wie ich mich schon ranpumpe, das Gefühl ist wirklich, hier sind 100 Kilo, dass ich hier hochgehe. Jetzt ist die Kniepassage. Ganz wichtig, dass wir am Knie gut vorbeikommen. Das ist eine Gewohnheitsgeschichte. Da macht es manchmal mal so ein bisschen Klack. Dann sind wahrscheinlich die Arme, also die Hände zu fest um die Hantel geschlossen, statt einfach sich auf die Daumenklemme, ja, den sogenannten Hook Grip zu verlassen. Dann kommt die Kniepassage und jetzt öffnet sich die Hüfte etwas mehr als unten die Knie, weil ich dann in diese Streckung komme.
Es heißt ja Bewegungskurve nach oben. Als Bild ist es aber am besten, sich eine Senkrechte vorzustellen. Ja? Und wir arbeiten so eng wie möglich am Körper. Das, was ich nicht oft genug wiederholen kann, ist, die Kraft kommt aus dem Bein. Wie bei allen Sachen im Gewichtheben. Das ist das Stärkste, was wir haben. Also verlassen sich die Gewichtheber auch auf die Beine und machen diese Züge aus dem Bein. Damit die Kraftübertragung auf die Hantel vernünftig vollzogen werden kann, ist es wichtig, dass der Rücken knallhart angespannt ist. Ich verwende dann immer so diesen Flitzbogen. Nur der Flitzbogen kann dann wirklich auch die Kraft übertragen. So wie ich bei der ganzen Bewegung irgendwelche anderen Geschichten mache, puffert das praktisch die Kraftübertragung komplett weg. Das heißt, der Rücken ist angespannt, hart und überträgt. Nur so, über einen angespannten Rücken können wir das machen. Wenn wir unten abheben, rucken wir nicht an. Wir gewinnen nichts. Sondern wir kriegen nur wieder eine Gegenbewegung rein, die wir später wieder ausgleichen. Weil ich weiß, manche sind dann immer so aufgeregt und sagen, das ist so viel Gewicht. Und dann siehst du immer so, dass die hier so einen Rucken drin haben, wo du sagst, jetzt hast du einen Konter. Du gehst rein, spannst dich rein wie eine Feder. Und die explodiert. Sachte und pam, richtig hoch. So geht das ab. Im Prinzip wie ein sogenannter Hock-Streck-Sprung, nur dass wir eben die Kraftübertragung über den gespannten Rücken, über die Arme auf die Hantel übertragen. Erster Zug. Ja, machen wir jetzt ein bisschen locker. Das heißt, das ist praktisch wie so ein Deadlift, dass ich eigentlich nur bis hier aushebe. Wir sind schon im zweiten Zug, aber ich will eigentlich jetzt in dieser Phase nur ein bisschen, dass ihr die Hüfte ein bisschen nach vorne nehmt. Damit wir nämlich nachher in der Ausführung auch die Hüfte richtig dran haben. Arschbacken dabei ruhig zusammen. Schön zusammendrücken und die Hüfte ran. Ja, das wäre jetzt die erste Phase, die wir mit der Hantel machen. Ich zeige das nochmal vor. Okay, kommt ihr alle rum? Hier unten, ihr seht auch schon, die Hantel hat auch direkten Kontakt zu meinem Schienbein. Ich ziehe auf, gehe hoch, kick die Hüfte etwas nach vorne. Mehr will ich jetzt erstmal gar nicht sehen. Wichtig ist, die Arme bleiben lang, weil erst jetzt kommt der Einsatz der Arme. Auch gern gesehen. Keine Streckung, gar nichts, kann ich natürlich keine Kraft übertragen, auch ganz klar. Deswegen erstmal diese Phase und ganz leicht die Hüfte auch ruhig nach vorne kicken, als wenn ihr euch so ein bisschen ausruht. Ja? Okay, das wäre die erste Phase, die wir jetzt machen. Jetzt ist euer Part, ihr geht ran und ich korrigiere. Schön auf dem ganzen Fuß bleiben, denkt an die senkrechte Linie. Schön den Kontakt zur Hantel. Arsch nicht zu weit nach oben nehmen, denkt, dass ihr schön Kraft aus dem Bein übertragen könnt. Ja, hüftbreiter Stand, Füße gucken leicht nach außen, Knie bleiben in der gleichen Richtung. Und schön die Brust heben auch. Kopf ruhig ein bisschen höher, Dori. Jawohl. Jawohl. Okay. Ja, Felix auch. Ja. Okay. So wie ihr sie hochführt, führt ihr sie auch runter. Dass wir einfach nochmal eine kleine Vertiefung der Bewegung auch machen. Ruhig ein bisschen Rhythmus heben. Was sagst du zum Kopf? Was sage ich zum Kopf? Ich weiß, warum du fragst. Die Gewichtheber neigen dazu, den Kopf etwas höher zu nehmen. Im Gegensatz zu anderen Schulen. Ich habe es auch mit Gewichthebern nochmal diskutiert. Ich denke schon, dass dort durchaus der Prozentsatz an den Leuten, die das hart beeinträchtigt, etwas geringer ist als bei Normalverbrauchern. Ja? Also wenn wir zu weit in den Nacken gehen, klar haben wir diese Muskelpressung, dass wir dort natürlich dann ein bisschen beeinträchtigt sind. Aber du suchst ja eigentlich einen Punkt da oben und ziehst eigentlich in der Phase auch hoch. Ja? Also der Kopf ist leicht vorbei. Das Ding ist auch, du willst ja auch hier mit der Hantel eigentlich am Kinn vorbeikommen. Ja, also ich habe mir durchaus schon mal die Hantel auch gegen das Kinn geballert. Ja, gern auch mal beim Auftakt, ne, dass er dann hier beim Ausstoßen das Ding gegen das Kinn bekommt. Okay, wir hätten jetzt, okay, Fragen bis hier noch? Felix, alles okay? Ist okay? Alles gut? Kommt ihr klar? Hüfte ist weit nach vorne gewesen? Okay. Nächste Phase ist eigentlich, dass wir jetzt ein bisschen schneller werden. Ne? Wir haben ja dennoch den Einsatz hier für die Restarbeit.
ja, von der Schultermuskulatur. Das heißt hier oben, dass wir die Kapuzen mit einsetzen und hier die sogenannte Restarbeit machen. Und dabei bleiben die Arme übrigens auch noch lang. Das ist für mich so bis zu der Phase, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, zieht einfach die Schultern etwas zu den Ohren. Dabei aber nicht nach vorne ziehen, sondern weiter hinten bleiben, weil wir hier in diese Streckung weiter rein wollen eigentlich. Ne? Also übertriebenerweise hast du immer eine leichte Tendenz nach hinten. Ähnlich wie beim Schocken, wo du eigentlich versuchst, diese 45 Grad dann auch hinzukriegen. Ja? In diese Tendenz wollen wir ein bisschen rein, übertragen es aber auf die Hantel, dass wir die auf die Linie nach oben hinbekommen. Okay, ich zeige es mal kurz vor. Schön die Spannung über den ganzen Rücken, zack, hoch, Schulter ein bisschen mitnehmen. Einfach nur ein bisschen mitnehmen. Ihr seht auch, ich führe das Ding auch gleich wieder hier über die Oberschenkel zurück. Ja, der Kontakt zum Oberschenkel bleibt. Ja, wenn wir es vernünftig trainieren, ist hier die Hose kaputt. Ja, da hast du so richtig schon, da siehst du bei den Gewichthebern, wie sie ihre Lieblingshosen anziehen. Ja, die tapen die dann zu und sowas alles. Von der Lieblingshose trennen sich nicht. Und an dieser Stelle wächst auch kein Haar. Da brauchen wir uns nicht rasieren. Überall woanders schon, wer es braucht. Ne? Oder besser gleiten können dann an der Stelle. Ja? Okay, also alle nochmal ran und die ganze Geschichte jetzt bis zum Schultereinsatz noch bringen. Trotzdem denkt daran, die Arme lang lassen. Die kommen erst dann kurz danach. Hüfte auch mit voran nehmen. Ja. Felix könnte einen kleinen Ticken breiter sogar stehen. Okay, jawohl, Schulter mitnehmen, ja, okay, jawohl, okay, macht er alles sehr vorbildlich, kann ich nicht viel meckern. Ja, die Schwierigkeit beim Umsetzen liegt für mich auch in der richtigen Beschleunigung, in den verschiedenen Phasen. Beim Kreuzheben probiere ich halt von unten so viel Gas wie möglich zu geben, ja, das klappt beim Umsetzen nicht. Und dann natürlich ist viel komplexer. Wir haben jetzt im Prinzip die nächste Phase vorbereitet, das heißt, der Armeinsatz kommt. Größter Fehler, Arme nicht zu früh einsetzen. Erst wenn hier eigentlich die Streckungen sind und wir hier in die Schultern auch den Schultereinsatz auch fürs Umgruppieren kommen, erst dann kommen die Arme. Das wird oft zu früh gemacht, ja, weil dann viele Leute es gewohnt sind, viel aus den Armen heraus zu machen. Aber wir wollen ja aus den Beinen arbeiten, deswegen in die maximale Streckung, erst dann kommen die Arme. Habe ich jetzt sehr langsam gezeigt, muss natürlich sehr flüssig angehen. Ich zeige es mal ganz kurz vor. So. Jetzt nicht festnageln, ich mache keinen Hook Grip. Ziehen hoch. Ihr habt auch gesehen, das ging hier sehr dicht am Körper lang. Ja? Ganz wichtig, keine Bewegung nach vorne aufmachen und auch hier nicht den machen. Und Hüftstreckung mit ranbringen, ja, dass wir hier auf jeden Fall auch eine maximale Streckung haben. Nur wenn wir maximal gestreckt sind, können wir davon ausgehen, dass wir auch die maximale Kraft, die aus den Beinen kommt, auf die Hantel übertragen wird. Gehe ich auf Zehenspitzen? Du gehst auch mit auf Zehenspitzen. Später springen wir sogar noch ein Stückchen, so weit sind wir aber noch nicht. Ja, aber wichtig ist wirklich, dass wir in die volle Streckung reingehen. Ja, das ist ähnlich wie beim Karate. Da ist die höchste Energie an der Stelle. Und so wollen wir auch die Kraft übertragen, wenn wir hier komplett gestreckt sind. Und dann verlängern wir einfach nur noch mit den Armen. Dass wir uns aktiv an diesem Gewicht noch mit ranziehen. Ist ja ein zweites Element, ein zweiter Körper, ein zweites Objekt. Ja? Und nachher beim Umgruppieren ist für uns wichtig, dass wir eine bestimmte Höhe erreicht haben. Deswegen versuchen wir jetzt auch schön hoch zu ziehen. Das ist der sogenannte schnelle Zug für uns Gewichtheber. Ja? Und an diesem zweiten Objekt haben wir dann nachher die Möglichkeit, aufgrund der Trägheit, die ja hier auf der Erde funktioniert, das Ding geht ja nicht gleich runter. Es hat so eine Art Nullpunkt und in dem Moment versuchen wir an diesem zweiten Objekt nachher uns drum herum zu ziehen. Unser Körpergewicht da noch mit drum herum zu ziehen. Okay, aber jetzt erstmal bis hier oben ziehen und könnt ihr schon mal alle ran. Denkt wieder dran, Rücken schön durch. Kraft aus den Beinen übertragen, schön die Streckung, Arme nicht zu früh einsetzen. Schön den Rücken kontrollieren, Felix. Schön gerade bleiben, genau. Und schön an die senkrechte Linie denken. Ja? Nicht vom Körper wegführen. Ja. Koray, von der Linie her cool, aber
Du bremst die Kraft aus. Du gehst hier und ziehst dann mit den Armen hoch. Aber du willst ja schon den Schwung aus den Beinen mit ausnutzen. Ja? Johannes, oberer Rücken. Okay. Felix, du kannst noch ein bisschen enger arbeiten. Im oberen Bereich. Unten an den Beinen kommst du gut, aber im oberen Bereich noch ein bisschen enger an den Körper ranziehen. Okay. Dori, Hüfte geht noch ein bisschen. Ja. Als ich bei Thomas geguckt habe, hat er es besser gemacht. Vorher hat er die Hüfte ein bisschen ausgespart, habe ihn aber jetzt nicht gekriegt bei der Bewegung. Okay. Okay. Johannes, alles okay? Ja, gucke, mir ist die Theorie klar, aber die praktische Umsetzung ist durchaus schwer. Wo ist das größte Problem bei dir? Sag du es mir. Ich denke, die Hüfte einzusetzen. Und dicht am Körper zu bleiben. Das ist das, was wir noch also wir hatten gesagt, die Hüfte einen Ticken dichter ran. Ja? Für mich aber so, würde ich erstmal hier oben sagen, schön die Spannung halten. Was ich schon gesagt hatte, bei sehr muskelbepackten Leuten, jawohl. Du hast jetzt oben eine bessere Spannung. Fang mal oben noch ein bisschen ab und hol dir eine Vorspannung dadurch. Und führ die Hantel dann wieder runter. Halten. Ja, aber besser. Ja? Du hast recht. Ja? Das ist so eine Vorspannung einfach. Ja? Achte oben auf die Spannung. Das ist das, was mir immer auffällt. Bei sehr kräftig bepackten Leuten, dass oben der obere Rücken, ja, wie Johannes natürlich, 50 € kriege ich nachher noch, dass sie dazu neigen, sich komplett hier oben auf die Muskulatur zu verlassen, statt wirklich durchzudrücken, die Spannung zu machen. Aber es geht uns beim Umsetzen definitiv verloren, wenn ich da oben keine Spannung drin habe. Ja? Okay. Jawohl. Jetzt noch mal eine andere Geschichte, dass wir sowohl in der Aufwärtsbewegung die schnelle Bewegung machen, bis hier runterführen und dann über den Oberschenkel nach unten führen. Ruhig wieder am Oberschenkel runtergleiten lassen. Dadurch habt ihr für die nächste Wiederholung noch mal eine schöne Vorspannung. Ja? Auf geht's. Ja, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen Ausdauer hier, aber das kriegen wir auch noch hin. Ich denke mal, Marco ist ja durch und durch Profi und da kann man auf jeden Fall noch das ein oder andere mitnehmen bezüglich Ausgangsposition, wie ich die Hand und auch einfach so die methodische Erklärung, so wie er so diese komplexe Bewegung einfach so aufteilt in die einzelnen Unterbewegungen. Ja, super. Und man nimmt auf jeden Fall was mit, auch wenn man selber dann mal irgendwann anderen Leuten so die Übung beibringen soll. Doch. Das sind halt genau quasi die Grundvoraussetzungen, also die Grundbasiken, die man ja braucht, halt für Overhead Press oder so, wenn man halt das Umsetzen halt richtig macht. Und ist schon echt cool. Oben abfangen, über die Oberschenkel runterführen. Spannung im Rücken halten. Jawohl. Koray, Kraftübertragung funktioniert schon einen Ticken besser. Ja? Du setzt jetzt mehr die Beine ein. Okay. Also wenn ihr später die Übung auch nochmal für euch durchgeht, dann denkt auch daran, dass unter Umständen das Zurückführen euch eine gute Vorspannung gibt. Ja? Oder wenn ich zum Beispiel aus dem Hang trainiere, ja? Da ist es auch oftmals gut, das Ding nicht irgendwie runterrauschen zu lassen auf die Böcke, die da unten stehen, sondern runtergleiten lassen, schön in die Spannung reingehen und dann hast du die Vorspannung viel besser, als wenn du von hier unten gehst. Weil ich habe dann oftmals so diese Geschichte, wisst ihr? Dann ziehen sie, führen runter und plötzlich geht's sauber. Wenn du sagst aus dem Hang, meinst du aus erhöhten Positionen? Ja, genau. Also da runter da auch durchaus runterführen und schön in die Gegenbewegung auch reingehen. Ja? Versuchen, so nah wie möglich am Körper das Ding runterzuführen. Und so haben wir einen doppelten Effekt in einer einzigen Übung, dass ich in beiden Richtungen das Ding übe. Ja? Wenn du natürlich irgendwie erschöpft bist, sehe ich dann immer hier so den hier. Ja, okay. Ja? Müssen wir natürlich dann in die Wiederholung natürlich ein bisschen mit einberechnen, dass wir dann sagen, okay, natürlich kostet das auch Kraft, aber die Vorspannung ist das A und O. Wenn wir die Spannung im Rücken nicht halten, wird die Kraftübertragung nicht vernünftig funktionieren. Nochmal eine Runde. Wie gesagt, jetzt auf oben abfangen nochmal und über die Oberschenkel schön sauber runterführen. Ja. Felix enger am Körper. Felix kann oben enger am Körper arbeiten. Die Hüfte kann noch ein Stückchen weiter ran, Johannes. Ja,
Einen noch. Schön die Vorspannung ziehen. Ja, okay, jetzt war es ein bisschen ruppelig am Oberschenkel, ne? Aber die Hüfte kam. Ja. Bei Koray ist zu sehen, entwickelt sich was. Er hat mir vorhin gestanden, dass er das erste Mal heute sich ins Umsetzen einarbeitet. Und hier kriege ich jetzt auf jeden Fall eine bessere Kraftübertragung her. Koray, den behältst du schön im Kopf. So machen wir weiter. Okay. Dori, auch ein schönes Beispiel für die Oberrückenspannung. Genau, schon hält er ein bisschen besser. Wenn ihr mit Leuten trainiert, ruhig oben den Bereich, den ihr angespannt haben wollt, kurz mal berühren. Ja, und ihnen sagen, dort muss mehr Spannung rein. Und schon hält er hier ganz anders. Genau. Ja, Hüfte können noch ein bisschen kommen. Bei Thomas würde ich sagen, den Po noch ein Stückchen weiter runter. Unten in der Ausgangsposition. Nicht zu mir gucken. Ah, habt ihr das Knie gehört? Ich hab's gehört. Du auch, ne? Du hast es auch gespürt noch dazu, ja? Okay, alles klar. Bist du fertig? Genau. Alle dürfen zugucken. Bisschen dynamischer. Kraftübertragung aus dem Bein oben explodieren. Zack. Der Oberschenkel wird nur bei der Rückwärtsbewegung berührt. Ich möchte aber schon, dass wir hier über den Oberschenkel abziehen. Wir haben bei der Aufwärtsbewegung, haben Hantel und Oberschenkel ein Rendezvous. Hier ist alles abgewetzt. Ja, da ist nichts mehr. Da wächst kein Haar. Maximal eine Haarwurzelentzündung. Dann ist es gut. Ganz schön anstrengend, aber gefällt mir sehr gut. Ist mein erstes Mal. Mal sehen, was noch kommen wird. Ich bin gespannt. Wir kommen jetzt zur nächsten Phase des Umgruppierens. Da ist ganz wichtig, dass wir die Bewegung, die wir jetzt bisher gelernt haben, anwenden. Der kleine Knackpunkt ist, dass wir beim Umgruppieren die Hüfte praktisch wieder nach hinten werfen. Viele neigen dann dazu, dass sie gleich hier bleiben. Das heißt, die Hüfte nicht rannehmen. Das, was wir bisher so gemacht haben. Also, ganz wichtig, streckt euch trotzdem auf, Hüfte ran, Arschbacken zusammen. Und jetzt, was ich vorhin auch gesagt hatte, an diesem Objekt, ja, das ja nicht gleich zum Boden wieder geht, sondern zumindest wenigstens mal eine Nullgeschwindigkeit hat, aufgrund des Trägheitsgesetzes, an dieser Handel rumziehen und die Hüfte ganz leicht nach hinten werfen wieder. Dass wir hier wieder beweglich bleiben. Johannes, freust du dich schon? Ja, okay. Ich führe es hier an der Handel nochmal vor. Bitte entschuldigt, langsam geht es nicht. Wir müssen schnell arbeiten. Wir sind, ich sage immer, im Kraftsport sind die Gewichtheber die Sprinter an der Handel. Die müssen wahnsinnig schnell sein. Die müssen immer alles gleich in Geschwindigkeit übertragen. Schöne Position, Spannung auf dem Rücken. Auch gesehen, auch hier oben versuche ich relativ schnell umzugruppieren. Dabei kommt ihr auch in dieser Streckungsphase auf die Zehenspitzen und ihr könnt sogar einen leichten Sprung nach außen machen. Akustisch ist das Zeichen, wenn ihr unten aufkommt, dass hier oben die Hantel auch auf dem Endpunkt ist. Wenn es so geht, haben wir ein Problem. Sitz. Und dann können wir aufstehen. Ja? Also gebt euch durchaus ein akustisches Signal unten, dass ihr sagt, wann der Endpunkt erreicht wird. Ja? Weil oft sehe ich es auch so. Ja? Aber wir sind hier ganz schnell rum. Ja? Wichtig auch, hier oben eng am Körper arbeiten. Sonst ist der Respekt nachher so groß, dass ich versuche, das Ding hier so reinzuführen. Arbeitet eng, dann hast du hier nicht einen harten Aufschlag. Eine Sache ist klar, wenn 100 Kilo hier ankommen, über den Bogen, da habe ich auch Angst, wie die mir hier reinrasseln. Ja, da kommt das Ding hier so, pom, und dann bin ich weg. Deswegen arbeiten wir ganz eng. Wir lassen die Last überhaupt nicht weg. Die hat gar keinen eigenen Willen. Unser Wille geht auf die Hand. Du beherrschst das Gewicht, nicht das Gewicht dich. Okay, ich zeige es einmal nochmal vor und dann können wir in die Übung wieder reingehen. Ja? Sehen es alle? Ja, wir sehen das. Das sieht auch richtig geil aus, wenn man es kann. Das ist jahrelang geübt. Ja. Jahrelang geübt, okay.
Steht. Okay. Ihr seid dran. Okay, nicht oben wegführen, Felix, nicht nach oben. Ja, also ruhig die Arme hier eng am Körper arbeiten. Ja. Johannes kann mehr aus den Beinen machen. Mehr die Kraft aus den Beinen über den gespannten Rücken übertragen auf die Hantel. Ja, jetzt noch die Synchronität. Füße setzen sich unten, Endposition der Hantel, auf der Schulter und auf dem Schlüsselbein ist erreicht. Ja, der Bewegungsablauf ist sehr komplex. Theoretisch simpel, praktisch relativ schwer auszuführen. Du machst es heute zum ersten Mal wirklich ernsthaft. Und man merkt aber auch, dass mit Häufigkeit der Versuche wird es halt besser, flüssiger, wenn du weißt, wo du hin musst mit dem Oberkörper, wo die Hantel hin muss. Ich habe einen entscheidenden Vorteil. Ich habe tatsächlich schon mit der olympischen Kniebeuge vorne gebeugt. Insofern weiß ich ungefähr, wo ich hin muss, weißt du, wo die Hantel hin muss. Jetzt sind wir ran an die Hantel, versuchen wir es nochmal zu übertragen. Ja? Schön eng am Körper arbeiten. Ja? Eng oben auch umgruppieren, die Hantel nicht weit weglassen, keine zusätzlichen Bewegungen nach vorne und nach hinten aufbauen. Die müssen wir wieder ausgleichen, das wollen wir nicht machen. Ja, was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, ist, dass die Hüfte wieder zurückkippt. Ja, dort wirklich beweglich bleiben, weil es entsteht folgendes Problem. Wenn ich, wartet mal ganz kurz, ja, willkommene Pause, ruhig aufrichten, brauchst du nicht in der Position halten. Was nämlich Folgendes passieren kann, ist, wenn ich die Hüfte nicht nach hinten nehme. Ich nehme das Gewicht hier rauf, ich kann nicht mehr reagieren, ich kippe nach hinten um. Ja? Hab ich auch gemerkt. Aber wenn ich den Po hier hinten habe, kann ich wieder wie eine Feder reagieren. Ich bin wie eine Feder, nicht so leicht, aber so reaktionsfähig. Ja? Sodass ich immer ausgleichen kann, wie ein Stoßdämpfer. Ja? Ich muss immer mir eine Möglichkeit des Reagierens schaffen. Ja? Deswegen Hüfte ran und wieder nach hinten kippen. Ja? Ich vergleiche das immer mit Folgendes. Johannes, das wird dir gefallen. Das ist wie Tanzen. Ja, okay? Also denk dran, hoch. Deswegen sind wir auch die besten Tänzer. Ja? Hüfte ran, wieder zurück. Ja? Schön geschmeidig in der Hüfte bleiben. Auf geht's. Genau, Dori, das sieht gut aus. Mit Dori gehe ich auf jeden Fall mal tanzen. Und wir werden sie alle an die Wand tanzen. Jawohl. Auch hier noch ein bisschen oben. Die Ellbogen sind schön schnell rum. Das gefällt mir gut, Felix. Ja? Okay. Das ist jetzt immer noch zu weit weg oder was? Ja, oben noch ein bisschen zu weit weg, aber du hast die Ellbogen schön schnell rum. Hüfte. Auch wieder nach hinten schmeißen die Hüfte. Ja. Dori, der Schritt nach hinten hat auch ein bisschen gezeigt, dass du hier in der Hüfte nicht warst und dadurch hast du den so ausgleichen müssen. Statt wirklich, wenn du mit der Hüfte hier bist, hast du gar kein Problem mehr. Ja? Ja. Koray, bleib mal stehen. Okay. Mach mal deinen nächsten und bleib mal stehen. Jawohl. Ich komme mal zu dir. Ist das okay? Hüfte nach hinten ein bisschen? Ja. Also da müssen wir noch ein Bewegungsgefühl haben, weil sonst sind wir hier zu steif nach unten. Müssen wir hier ein bisschen eine Beweglichkeit haben, weil du musst nachher natürlich auch besser fixieren können, wenn wir in die zweite Phase gehen. Machen wir heute aber nicht, keine Bange. Ja? Das sparen wir uns noch als Special auf. Die Überkopfbewegung, die werden wir noch mal extra machen. Ja? Aber heute Schwerpunkt umsetzen, Vorbereitung fürs Ausstoßen. Okay. Thomas, gucken wir uns noch mal an. Da bitte denk auch an die Beweglichkeit an der Hüfte. Ja, du weißt. Ran und wieder zurück. Ja? Ha! Habt ihr es gesehen? Er war mit dem Kopf schon wieder hier mit der Hüfte. Das heißt, er hat die Hüfte gar nicht rangenommen. Gern gemachter Fehler. Passiert oft. Ja? Ich bin mit dem Kopf schon, ein Trainer hat gesagt, ey, Hüfte hinten lassen, Hüfte. Ah, da war ich war doch mit der Hüfte hinten, nicht? Ja, war aber nicht gestreckt. Ja, genau. Ja? Also passiert oft, weil du bist mit dem Kopf schon bei der nächsten Geschichte. Also beim Zusammensetzen merkst du erst, wie komplex diese Bewegung doch ist. Ne? Ja, sieht ja so einfach aus, sehe ich ja oft. Ne? Und du so, oh, und bitte nicht so schnell.
Langsamer geht nicht. Du musst schnell arbeiten, damit die Kraftübertragung überhaupt funktionieren kann. Okay, alle nochmal einen Durchgang und dann habe ich nochmal etwas Schönes mir ausgedacht. Po ein bisschen weiter unten, Felix, beim Abheben. Denk an die Hüfte, Dori. Ja. Dynamisch arbeiten, das sieht gut aus, Felix. Ja. Komplette Bewegung, durchziehen, nach oben. Felix, das Umgruppieren wird immer enger. Das sieht gut aus. Ja, genau. Ist schön eng oben, es wird immer dichter, das ist cool. Jawohl. Koray schön aufstrecken. Schön aufstrecken und dann erst wieder die Hüfte zurückbringen. Ja. Der Sprung wird immer einen Ticken breiter jetzt, oder? Ja, wird immer breiter. Wird immer breiter. Ja. Okay. So, Leute. Übung mal einstellen. Für uns ist es wichtig, dass wir diese Übung schnell machen, richtig? Deswegen heben wir jetzt auf mein Kommando. Ich zähle ein, ihr hebt gleichzeitig. Versucht euch bitte so zu sortieren, dass ihr euch gegenseitig ein bisschen beobachten könnt. Der Schnellste ist das Maß der Dinge in dieser Runde. Okay? Dass ihr ein bisschen darauf achtet, wenn ich zum gleichen Zeitpunkt abhebe, wie schnell ist der eine, wie schnell bin ich im Vergleich dazu. Und jeder versucht von euch mit einer sauberen, geraden Linie nach oben, es ist eine kleine Bewegungskurve, ist klar, der Schnellste zu sein. Kurze Pause noch, tief durchatmen, sammeln, ich zähle ein. Das Kommando ist 3, 2, 1, ab. Erst auf ab wird gehoben, nicht auf 1. Und der Versuch ist erst gültig, wenn ich absage, dann dürft ihr abwerfen. Ja? Ich würde sagen, wir machen erst mal einen Versuch, dann gucken wir uns alle noch mal in die Augen, sagen, wer ist der Schnellste? Und an dem Schnellsten orientieren wir uns in der nächsten Geschichte. Wenn ihr bereit seid, gebt mir ein Zeichen. Ich habe schon einen Tipp. Ja? Ja. Okay, okay. Mal sehen, ob das aufgeht. Ja, den Tipp, den behalte ich, den habe ich hier in der Tasche. Ihr seid bereit? Ja, guckt euch ruhig ein bisschen an. Vorspannung holen. 3, 2, 1, ab! Ab! Und? Ich habe wieder nichts gesehen, aber Thomas hörte sich schnell an. Thomas war schnell. Ja. Muss ich auch sagen. Ich habe hier meinen Fokus gehabt. Du bist auch sehr schnell. Thomas hat die Runde gewonnen. Was ich jetzt nicht geguckt habe, aber alles gestimmt hat. Nein, aber es ging jetzt um Geschwindigkeit. Ja? Dann achten wir alle mal jetzt auf Thomas. Alle Blickrichtungen zu Thomas. Ja? Wir gehen an die Hantel, wir heben zusammen mit Thomas. Ja? Ich gebe das Signal und Thomas gibt die Geschwindigkeit vor. Vorspannung. 3, 2, 1, ab! Ab! Er war schneller, ne? Er war schneller. Gut, sehr schön. Sehr schön. Letzter Versuch, gleiches Spiel, bevor wir zur nächsten Steigerung der Bewegung kommen. Nämlich das Annähern an die Tiefhocke. Seid ihr bereit? Seid ihr gut drauf? Könnt ihr noch? Luft holen? Ja, ist ja Schnellkraft, ne? Wir sind kurz wieder dabei. Guck nochmal zu Thomas. Thomas gibt nochmal die Geschwindigkeit vor. Ich zähle ein. Vorspannung holen an der Hantel. 3, 2, 1, ab! Ab! Okay, alles klar. Nein, dieser Wettkampf ist gewollt. Ja? Wir wollen schon, dass wir uns an der Geschwindigkeit des Schnellsten orientieren. Macht aber erstmal beim Erlernen der Fähigkeiten keinen Sinn, oder?
Technik steht immer im Vordergrund, aber die Geschwindigkeit muss mit einhergehen. Ansonsten werde ich auch die Dynamik innerhalb der Bewegung nicht hinbekommen. Ja? Oftmals, das sage ich auch, ist es für mich schwierig, mit einem Besenstiel die Technik zu zeigen. Ich brauche ein bisschen Gewicht, damit ich den Druck überhaupt aufbauen kann, damit ich die Kraftübertragung überhaupt realisieren kann. Ja? Mit 50 Kilo kriegt das schon mal hin. Dann habe ich auch einen vernünftigen Ablauf, ja, der auch von den einzelnen Kraftübertragungen auch vernünftig aussieht. Ja? Okay. Nächste Phase. Wir setzen um im Stand. Das war ja bisher Stand umsetzen. Alles, was über 90 Grad im Kniewinkel ist, wird als Stand gewertet. Die Klassik sagt uns ja, wir wollen in die Tiefhocke gehen. Wir sind jetzt bei relativ leichten Gewichten, was jeder von euch noch beherrscht. Selbst hier im Bizeps Curling. Ne? Ich nicht. Auf jeden Fall möchte ich, dass ihr umsetzt, das Ding sichert und dann eine Frontkniebeuge macht. Ja? Es kann sein, dass ihr dabei die Fußstellung korrigiert. Diese Fußstellung merkt ihr euch bitte und beim nächsten Umsatz springt ihr gleich in diese Fußstellung. Seid ihr bereit? Ohne Einzählen, ohne Kommando könnt ihr jetzt umsetzen im Stand, sichern oben und in die Hocke gehen. Ja, Johannes geht gleich in die Hocke. Okay, so. Ja. Sicher oben, konzentriere dich dann auf die Kniebeuge. Ja. Ist für mich wirklich wichtig, weil du dann eventuell noch mal mit den Füßen was korrigierst, weil du standst sehr breit, sehr breit da. Das hast du auch gemerkt beim Reingehen. Das heißt, du wärst davor dann in diese Position gegangen und hättest dann die Frontkniebeuge gemacht. Dori macht freihändig. Okay. Marco, wo war jetzt mein Fehler genau? Das, was du sicher gemerkt hast, du bist sehr breit gesprungen. Bist gleich in die Tiefhocke gegangen. Ich glaube, dass du einen sicheren Stand hast, wenn du nicht ganz so weit reinspringst. Ja, das ging automatisch, das habe ich gar nicht gemerkt. Aber es war grundsätzlich richtig, gleich in die Tiefhocke zu gehen. Ich wollte, dass du umsetzt im Stand, dich gerade hinstellst und dann runtergehst. Also, weil dann korrigierst du die Füße unter Umständen nochmal. Ja. Und das ist der Fußstand, den du dir für den nächsten Umsatz merkst, in dem du landen möchtest. Kann ich nicht sagen, wenn ich die normale Frontkniebeuge mache, übertrage ich einfach, versuche ich in derselben Standbreite zu beugen, wie ich eine Frontkniebeuge mache? Oder kann man das nicht übertragen? Nicht unbedingt. Ich glaube, dass es da auch eine individuelle Anpassung immer noch mal gibt. Ja? Also, bringe mich automatisch in meine natürliche Position, heißt das, oder? Ja, genau. Also das erwarte ich dann, wenn du sagst, oben erstmal Spannung, Füße hinstellen. Bei Frontkniebeuge, bei Backsquats und so weiter, habe ich unter Umständen eine kleine individuelle Anpassung. Weil ich mich da speziell auf die Übung selber konzentriere, kann es durchaus sein, dass ich etwas breiter stehe. Das kann durchaus sein. Im Vergleich zum eigentlichen Umsetzen. Zum Beispiel im Reißen stehe ich einen Ticken breiter als beim Umsetzen. Ja? Beim Umsetzen brauche ich die komplette Streckung. Da muss ich die komplette Kraft übertragen. Beim Reißen kommt diese technische Geschichte noch ein bisschen mehr im Vordergrund. Da kann ich es mir durchaus leisten, ein bisschen breiter hinzustellen. Und von meinem Gefühl her hatte ich dann eine bessere Standposition. Deswegen variiert das trotzdem ein bisschen. Wenn ich jetzt aber als Anspruch habe, ich setze um, korrigiere dann nochmal die Füße, dann bin ich näher am Umsetzen dran und habe dann einfach eine Position, in der ich beim nächsten Versuch landen kann und sage, okay, die Fußstellung merke ich mir und beim nächsten Versuch lande ich gleich in dieser Fußposition. Weitere Fragen? Dann nochmal das Ganze, im Stand umsetzen, oben ganz normal erstmal sichern, dann eine Frontkniebeuge machen. Auf geht's. Jetzt machen wir noch eine Frontkniebeuge. Ah, du hast die Füße angepasst. Du bist ein bisschen rangegangen. Jetzt merk dir die Fußstellung und setz gleich in der Fußstellung um. Ja? Das war dieselbe Stellung, die ich auch umgesetzt habe. Du hast hier gestanden, du hast ein bisschen rangezogen, also bist ein bisschen schmaler geworden und hast dann die Frontkniebeuge gemacht. Oder wir machen es gleich nochmal. Du setzt einfach nochmal um, sichern im Stand, dann machst du eine Frontkniebeuge. Ich wollte schon, okay, und jetzt oder? Ja. Aber ich will auch nicht. Ja? Es ist doch richtig, gleich wieder in die Hocke zu wollen. Das ist der nächste Schritt, den wir machen wollen. Ich möchte schon, dass wir erstmal noch die Hocke suchen. Deswegen machen wir erst einen Standumsetzer und dann gehen wir in die Tiefhocke.
Ich kann bei den Leuten nicht voraussetzen, dass die gleich in die Tiefhocke reinknallen. Ja. Das geht nicht. Deswegen ist das eine vorbereitende Geschichte, dass wir uns an den Bewegungsablauf der Tiefhocke dann gewöhnen. Ja, dass ich das erstmal damit vorbereite. Im Stand umsetzen kann ich machen, dann nochmal die Frontkniebeuge. Ja, gleich nochmal. Bei Felix kommt immer der Po ein bisschen. Vorm Abheben hebst du immer den Po ein bisschen. Lass den Druck auf den Po unten. Ja, besser. Besser, ja? Okay. Ruhig reingehen. Geht schön ruhig rein. Ja? Geht sauber rein. Das sind 50 Kilo. Das ist kein Problem. Ja? Dass wir nicht unten reinbouncen. Zack. Felix ruhig reinführen. Reinführen. Jawohl. Johannes, ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Füße ein bisschen enger werden jetzt. Ja, auch in der Landung dann, bevor du in die Hocke gehst. Ja. Sie liegt noch nicht richtig, bevor ich gehe schon runter, wo sie dann liegt. Du musst höher sein, das ist mir auch aufgefallen, du musst steiler im Rücken sitzen, weil du kommst sonst so nach vorne, übertriebenerweise. Ja. Übertrieben kommst du sonst so nach vorne und du stehst breiter als Icke. Und wieso? Wir wollen aber hier die Spannung halten. Ja? Dass wir hier weiter kontrollieren. Zack. Okay. Verzeiht mir bitte, wenn das auch ein Stück weit ein Mobilitätsproblem ist, aufgrund der Schultertrizeps und der Geschichte. Okay. Aber Ja. ich arbeite auf jeden Fall daran. Natürlich, das habe ich auch nicht anders erwartet. Nein. Ich meine, jeder ist ja auch ein bisschen spezialisiert hier heute. Das ist auch ganz klar. Und als Gewichtheber ist man ja auch sehr spezialisiert und auch kein Allround-Talent. Ja, und jetzt mach noch eine Frontkniebeuge. Okay. Die Frontkniebeuge danach hattest du mehr Spannung, als wenn du gleich in die Hocke gegangen bist. Ja? Okay. Und jetzt würde der letzte Punkt vom Umsetzen kommen. Wir ziehen es gleich in die Tiefhocke. Innerhalb der Einheit, die wir jetzt hier machen, entwickelt sich eigentlich ganz gut. Also, dass man dort einen technischen Fortschritt eigentlich sehen kann. Einige haben schon Fertigkeiten mitgebracht. Bei Koray habe ich heute gesehen, der hat es mir auch gleich vorne gesagt, dass er noch nicht gehoben hat, aber auch bei ihm entwickelt sich was. Und es ist natürlich wichtig, dass ich da versuche, dran zu bleiben und den Jungs einfach versuche, vernünftige Bilder zu präsentieren, die sie auch umsetzen können. Und das ist immer wieder eine Herausforderung, auch für mich als Trainer. Ein wirklich großer, ein entscheidender Vorteil ist für mich die sportliche Komponente, denn man trainiert auch sein Herz-Kreislauf-System. Es ist im Prinzip wie ein Cardio-Training mit Hanteln, denn wie ihr seht, bin ich deutlich am Schwitzen und ja, mein Körper muss richtig ackern. Macht ihr noch mit oder was? Okay. Wir kommen jetzt zum letzten Part des heutigen Tages, Special Umsetzen, das heißt das klassische Umsetzen. Wir sind dann sehr schnell in der Hocke. Wir ziehen praktisch die Bewegung durch. Wir können uns dabei trotzdem aufs Standumsetzen konzentrieren. Habe ich früher auch immer gemacht. Bloß das Gewicht selbst hat mich dann auch in die Hocke gezwungen. Beziehungsweise ich habe irgendwann gemerkt, es geht nicht in Stand, also musste ich mich wesentlich schneller dann an dieser Hantel rumziehen. Ja? Denkt bitte wieder dran, dieses Gewicht, was ihr dort bewegt, ist ein zweites Objekt, um das wir uns dann aktiv rumziehen. Ja? Die sogenannte Umgruppierungsphase. Ja, zeige ich jetzt hier nochmal vor und wir gehen praktisch dann gleich dynamisch in die Hocke. Kein Stoppen, wie wir es eben gemacht haben in der Vorbereitung, sondern wir gehen dann gleich runter, stellen uns hin und beenden die ganze Geschichte. Vorspannung. Okay? Habt ihr gesehen, mit welcher Dynamik ich auch wieder reingehe? Ja? Also ich habe kein Stoppen gehabt, gar nichts. Das geht rein. Ich habe das Gefühl des Gewichts übernommen. Ich weiß, wo die Hantel ist. Ja, es ist eine hohe Kontrolle des zweiten Gewichtes, was ich dort bewege. Ja? Wir sind trotzdem zwei Objekte, aber ich bewege mich um das Objekt herum und verliere nicht den Kontakt dazu. Fragen bis hierher? Na denn? Die Theorie ist klar. Jetzt kommt die Praxis. Okay. Ich kontrolliere es doch oben vorher, bevor ich runtergehe, oder? Ich kontrolliere es oben. Aber du führst es wesentlich dynamischer rein. Jawohl. Ja? Seid schneller, geht schneller in die Hocke. Jetzt kommen die ersten Defizite.
Ja. Thomas, sei so gut, legst trotzdem aufs Schlüsselbein auf die Schultern ab, das Gewicht. Bei 150 wirst du es dort nicht erhalten, dann drückst du drauf. Also gleich den Kontakt auch hier oben suchen. Okay, ihr seid jetzt dran, nochmal den klassischen Umsatz hier mir vorzuzeigen und ich gehe nochmal durch und korrigiere. Das ist jetzt mal für euch auch nochmal eine Herausforderung, das sehr dynamisch auch in die Hocke zu ziehen. Nicht vergessen, beide Züge einsetzen. Arme, wenn die Hüftstreckung ist, enges Umgruppieren am Körper und wenn wir es dann hier drauf haben, dynamisch in die Hocke führen und wieder aufstehen. Ihr seid dran. Felix nicht rein sacken lassen, trotzdem die Körperspannung auch halten, sonst fällst du nach vorne. Ja? Sonst fällst du nach vorne. Ja, okay. Pause war zu lang. Pause war zu lang, okay. Koray, du bist jetzt schön auf dem ganzen Fuß, das gefällt mir besser. Hast dich einfach nochmal konzentriert, die Füße ein bisschen im Sprung zu setzen. Und dadurch haben wir natürlich dann jetzt auch unten wieder eine stabile Hocke. Weil wir hatten vorher immer diese Landung. Ne? Also dafür, dass du heute das erste Mal umsetzen machst, ist das eine gute Entwicklung, die wir heute haben. Ja? Okay. Ja. Johannes macht einen sehr beherrschten natürlich. Bei Johannes würde ich am liebsten 100 Kilo sehen, aber schön den Ball flach halten heute. Ja, guck mir Felix nochmal an und dann komme ich zu euch beide vorne. Okay. Was mir wichtig ist, halte hier während der gesamten Übung die Spannung. Du hast beim Abheben so kurz, ja, dann gehst du in die Spannung rein und hier unten gehst du wieder hier rein. Wir halten die ganze Zeit die Spannung auf dem Rücken, die ganze Zeit. Okay. Ja, wenn wir das hinkriegen, von der Geschwindigkeit her sieht das gut aus, aber wenn wir hinkriegen, dass wir eine schöne Spannung halten, und das tut mir einem Gefallen, machen ganz, ganz leicht, ganz leicht. Ja, okay. Ja, okay. Unten in der Hocke ist der Rücken noch ein bisschen krumm. Und die Hüfte war jetzt nicht konsequent dran. Aber das zusammenzusetzen, das ist die hohe Kunst. Ne? Das ist ganz klar, das ist jahrelang erarbeitet. Meinen ersten Wettkampf im Gewichtheben, ne, habe ich mit Straßenschuhen und einer Bauerntechnik gemacht. War egal, ich war so stark, da habe ich das auch alles weggeballert. Aber ich musste weiter an der Technik hart arbeiten. Und jetzt seid ihr beide dran hier. Auf geht's. Spannung. Ja, okay. Du sitzt beim Abheben schon sehr, sehr steil drin. Da würde ich dir sogar gestatten, dass du den Po einen Ticken weiter hochnimmst. Ja, okay. Wir Gewichtheber sagen eigentlich Arsch. Arsch unten lassen. Bei dir können wir sogar einen Arsch ein Stückchen hochnehmen. Ja, okay. Gleich nochmal ein Versuch, dann ist Thomas dran. Und ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten, dass wir nochmal 3 gemeinsame Versuche machen mit Einzählen. Okay, wem ist was aufgefallen? Ja, das ist das Einzige, was ich an dieser Stelle jetzt nochmal sagen würde, wo wir uns verbessern können. Die Hüftstreckung kam hier nicht. Ja, war es gleich dann hier wieder in der Position. Ansonsten von der Dynamik her sah das sehr gut aus. Auch die Rückenspannung war nicht ganz zu steil angesetzt, war mit einem Ticken zu viel, sondern war es in einer leichten Vorhalte, dass du auch eine Kontrolle hast, damit du mit der Schulter leicht über der Hantel bleibst, solange wir im Zug sind. Okay, Thomas. Was würdest du selbst sagen? Auch nicht beschränkt. Ha, gleicher Fehler. Ja, aber du hast es gemerkt. Ich meine, das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt versuch mal wirklich mit Aufstrecken zu machen. Ja, von der Idee her, als wenn du sogar überstrecken willst. Ne? Wir wollen es natürlich nicht, aber in die leichte Überstreckung rein denken. Ja. Schon ging ein bisschen Dynamik verloren. Ne? Er hat sich jetzt sehr darauf konzentriert, das ist wichtig natürlich für die Technikvorbereitung, aber man hat gemerkt, durch die Konzentration ist wieder ein bisschen Tribut an die Dynamik gezahlt worden. Okay, wir machen jetzt wieder mit Einzählen, damit wir uns nochmal am schnellsten orientieren können und das ist der letzte Part für heute. Dann seid ihr von mir entlassen, es sei denn, ihr habt noch Fragen an mich. Seid ihr soweit bereit? Okay. Ihr kennt das Kommando. Ja, und bitte klassisch heben in der Tiefhocke.
Vorspannung an der Hantel nehmen. 3, 2, 1, ab. Jawohl. Es tut mir leid, die Versuche waren alle ungültig. Ich hatte nicht das Kommando abgegeben. Ja. Tut mir leid. Nein, aber was auch gezogen hat, einer schmeißt ab, schmeißen alle ab. Ne? Einer geht bei Rot, alle gehen bei Rot. Okay, aber kein Problem. Wer waren die schnellsten? Ja, hier war noch ein Ticken schneller, Felix war auch gut. Wir gehen noch mal rein, jetzt sind wir alle gleich schnell. Wer am schnellsten wieder oben ist, aber das heißt aber auch, dass ich, je schneller ich in die Ziffer rausche. Nee, ich werte nur bis zu diesem Punkt. Zu diesem Punkt, da müssen wir schnell sein. Alles andere hat dann Zeit. Gut, sehr schön. 3, 2, 1, ab! Also, zweimal ab. Tut mir leid, wir wollen mit dem Gültigen beenden. Jetzt ist noch mal eine Sache aufgetreten, das dann im Stand umgesetzt worden ist, weil jetzt sehr stark darauf konzentriert worden ist, jetzt die Geschwindigkeit zu bringen. Ja? Hier habe ich es gesehen, bei euch bin ich mir nicht sicher, ihr habt im Stand und dann habt ihr erst gemerkt, oh, ich muss in die Hocke, Okay, also jetzt die Bausteine alle zusammensetzen und übrigens jetzt machen wir zum Abschluss den letzten Versuch, den bitte gültig. Wartet zum Schluss auf mein Kommando ab. Wir machen das so lange, bis das klappt. Okay, Vorspannung holen. 3, 2, 1, ab! In die Hocke! Ab! 4 gültige Versuche. Was ist passiert? Das ist beim Umsetzen irgendwie nicht das Gewicht weggehauen. Ja, ich hatte aber auch das Gefühl, du warst jetzt von der Geschwindigkeit her so, dass du nicht komplett ausgezogen hast. Ja, hast dich zu sehr beeindrucken lassen, schneller unter das Gewicht runterzugehen. Okay, das heißt, alle anderen können das Training einstellen und ich mache noch eine Stunde mit Dori. Ja? Nein, das, was ich aber auf jeden Fall möchte, Dori, du machst noch einen Versuch. Ja. Ja? Die anderen können mitmachen aus Solidarität, wenn sie das möchten. Ja? Aber dass wir alle hier mit einem gültigen Versuch aufhören. Ich zähle noch mal ein. Vorspannung. 3, 2, 1, ab! Okay. Das wird eine lange Stunde noch hier werden. Das wird noch eine lange Stunde. Okay, das, was ich glaube, ist, Dori braucht unsere moralische Unterstützung. Die anderen brauchen nicht heben, die treten zurück von der Hantel. Und wir widmen jetzt unsere ganze Aufmerksamkeit Dori. Er braucht unsere Unterstützung. Und ihr werdet sehen, dass jetzt der Versuch sehr schön und sehr sauber kommt. Okay, meine sehr verehrten Damen und Herren, dritter und letzter Versuch. 3, 2, 1, ab! Ab! Okay, Leute, ich bedanke mich bei euch. Wir sind damit heute mit dem Umsatz-Special durch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Auch das hat wieder gefordert. Ja, und in deren Sicht bedanke ich mich bei euch, dass ihr heute noch den Weg gefunden habt, dass ihr hergekommen seid. Besten Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann heißt, ausstoßen. Ja, alles klar. War mal ein ganz anderes Training und insbesondere auch aus Trainersicht, aus Coach-Sicht, schön Dinge erklärt zu bekommen von jemand anderem, der in einer völlig anderen Materie drin ist und Bewegungsabläufe, Dinge beschreibt mit einem anderen Wortschatz und einer anderen Herangehensweise einfach. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine nicht hier die ganze Zeit squatten und so, sondern schon eine Tiefbeuge. Eine Tiefbeuge, eine senkrechte Bewegung. Kein Clean and Jerk oder sowas. Ganz genau, hier wird nämlich Deutsch gesprochen. Genau, richtig. Der Marco erklärt einfach richtig gut. Und, auf jeden Fall. Ja. Also die Jungs haben alle ganz gut mitgearbeitet heute, sodass wir auch dort sicher in der Qualität des Umsetzens weitergekommen sind bei allen. Und ich muss sagen, ich bin selber zufrieden, freue mich auch schon auf die nächste Geschichte ausstoßen, das auch mal eine Herausforderung ist. Und die Jungs müssen bis dahin natürlich jetzt erstmal weiter üben und dranbleiben, weil beim nächsten Mal ist Leistungskontrolle.